Lange TV. Was ist denn nun schon wieder? Ja, so schön wie der Motor auch immer ist von der BK. Das Problem, was man einfach hat, ist, sobald irgendwas am Getriebe ist oder aber an der Kupplung, die hier sitzt, muss der gesamte Motor einmal raus. Denn man kann nicht das Getriebe im eingebauten Zustand einfach trennen, zum Beispiel wie bei der AWO. Das geht hier nicht. Und es sind ein paar Schritte notwendig. Ja? Also ich muss natürlich hier, ich muss die Hardyscheibe abbauen, Tachowelle. Dann haben wir hier die Verkabelung, die in die Lichtmaschine geht. Deckel vorne ab, alles abmachen. Natürlich die Baudenzüge müssen raus. Spritversorgung weg, logisch. Und dann hat man es soweit, dass man den Motor lösen kann. Natürlich nicht zu vergessen, die Krümmer müssen auch ab, klar. Und eigentlich ist der Tank immer im Weg. Da habe ich aber mir mittlerweile was überlegt, weil das Problem ist, das hier. Ich müsste den ganzen Sprit ablassen und da habe ich jetzt wenig Bock drauf. Da zeige ich euch einen kleinen Trick, wie das dann trotzdem geht, dass man den Motor rauskriegt. Ja, jetzt werde ich halt erstmal ein bisschen basteln und hier die ganze Sache losschrauben. Und zwar gehalten ist der Motor nur an 2 Punkten. Ja, das ist auch sehr witzig, nämlich über die Fußraste. Ja, da sieht man, hier geht es durch, geht die Stange durch und an der Position ist der Motor quasi befestigt. Und das war's für die gute Laune. Den Rest muss man alles nur mit Kraft machen. Und damit recht herzlich willkommen zu diesem Video. Warum muss ich das tun? 3 Tage vor dem BK-Treffen, die Kupplung rutscht durch. Genau. Und wenn die Kupplung durchrutscht, hast du das erste ein Problem beim Antreten. Daran habe ich es nämlich gemerkt. Und in hohen Drehzahlen schiebt die einfach nicht mehr. Da merkst du, dass die Kupplung durchrutscht. Und deswegen einmal ganz Motor raus, alles zerlegen, bla bla bla. Auf geht's. So sieht es im Moment aus. Und hier ist mein Trick. Man macht einfach diese Schraube hier los. Hier. Und dann drückt man den Tank etwas nach oben. Aber Achtung, nicht zu hoch. Nicht, dass man hier den Schlauch rausballert. Dann haben wir nämlich die ganze Suppe gleich in der Garage. Und ich lege mir dann immer ein Holz hier unten hin. Das sieht man gar nicht, ne? So, hier habe ich mir ein Holz drunter gelegt, hier unter dem Motor. Und dann kann ich jetzt den Bolzen als erstes rausnehmen. Und bei dem zweiten, bei der Fußraste hier, mache ich es genauso. Da lege ich mir gleich noch ein Holz rein und dann hebe ich den kurz, ziehe ich das raus, hebe ihn kurz an und setze den erstmal auf das Holz ab. Und dann nehme ich den gesamten Motor raus. Ja, Vergaser habe ich natürlich auch noch rausgenommen. Aus dem einfachen Grunde habe ich ein bisschen mehr Luft hier oben. Muss ich jetzt nur hier auf den Bolzen aufpassen, dass ich den nicht an meinem Tank rumratsche. Aber das geht. Das kriegt man alles hin. So, Ladies and Gentlemen. Also mit dem Wagenheber, wie man hier sieht, einmal hochgedrückt, hier ein Brett drunter gelegt. Ist auch schon raus aus der Führung, auch mit dem Wagenheber. Ja, und jetzt muss ich hucken, ne? Jetzt muss das Ding da irgendwie raus. Jo, da ist das gute Stück. Aber damit ihr was sehen könnt, würde ich sagen, ihr kommt mal, rückt doch einfach mal ein Stück ran. Und dann hucken wir mal das Getriebe ab. Jo, so, da müssen wir einmal noch ein paar kleine Dinger abmachen hier. Mal einmal den Deckel entfernen. Numero 1. Deckel abmachen. Denn darunter sind die Schrauben. Klingt komisch, ist aber so. So, Deckel ab. Nächster Deckel. Jetzt brauche ich einen größeren. Nächster Deckel, der muss auch runter. Na klasse. Ich liebe es. Moment. Die geht. Oh mein Gott, sind die fest, ey. Ja, das sind schon mal ein paar Tage, möchte ich behaupten. Das sitzt schon ein paar Tage da drauf. Und natürlich frisch Getriebeöl aufgefüllt. Macht natürlich jetzt auch absolut Sinn.
So. Da wollen wir gleich die Muttern lösen. Geht sofort los. So, einmal gedreht das ganze gute Stück. 50 Kilo. 50 Kilo sind eben 50 Kilo. So, gehalten da. Die seht ihr nicht, hier unten da. Und auf der Seite ist noch eine Mutter. 4 Stück. Auf geht's. So, jetzt sind da noch die Scheiben drauf. Ganz wichtig, nicht vergessen, Deckel wieder drauf machen. Zumindest mit einer Schraube. Weil hier fallen nämlich gleich die Scheiben raus. Da habe ich keinen Bock zu fummeln. Also mache ich den Deckel wieder drauf. Da fällt mir wenigstens nichts ins Getriebeöl. So. Jetzt wollen wir mal gucken hier. Das ist nämlich nicht so einfach. Das blöde Ding nämlich zu trennen. Weil man hat nämlich auch ganz wenig Stellen, um wirklich klopfen zu können. Es gibt nur eine. Das Sift. Hier kann ich klopfen. Das ist nämlich das Einzigste. Kann sich nur um Stunden handeln. Kann sich alles nur um Stunden handeln jetzt hier. Ein bisschen hier. So. Eigentlich ist es komplett locker. Das Problem ist immer nur, dass der hintere auf dem vorderen Teil einfach drauf steht. So, jetzt schön mit Schwung und einmal alles auf dem Fußboden. Ha, ha, ha. Ach Mann, du bist doch schon aus der Kupplungsscheibe, bist du doch schon raus. Jetzt komm her hier. So ein Theater hat ihre schon lange nicht mehr. So, Evola, einmal Getriebe. Und wenn ich mir den Schmodder hier angucke, dann muss ich mir auch nicht wundern, warum meine Kupplung durchrutscht. Die wird nämlich schön verölt sein. So, und das werde ich mir jetzt genau angucken. Nichtsdestotrotz werde ich die Kupplung auch noch ausbauen. Das werde ich gleich machen. Jetzt werde ich erstmal das hier alles wirklich ordentlich sauber machen und gucken, wo das Öl herkommt. Weil ich auch immer einen riesen Ölverlust habe. So, die einzelnen Sicherungsbleche von den Muttern losgemacht. Und jetzt natürlich mit Gefühl hier. Leichter gesagt als getan. Ich bin schon wieder drüber über den Punkt. So, bis auf eine Schraube ist alles raus. Und dann fällt das ganze Ding nämlich quasi wie so ein Kartenhaus zusammen hier. So, ach, ja, bis auf eine Schraube, genau. Na, bis auf 2 Schrauben. So. Und dann kommt das Ganze nämlich hier mir entgegengeflogen. Besteht aus 3 Teilen. Keine Ahnung, wie sich das jetzt alles schimpft hier. Druckplatte, die eigentliche Kupplung. Ja, und da sehe ich auch schon, was Phase ist hier. Und noch eine Scheibe. So, mein Kumpel hat zu mir gesagt, diese Scheiben verbiegen sich. Ja, die will ich mir jetzt ja mal angucken. Da muss ich mal gucken, dass ich da irgendwas Gerades finde und da mal drauflege. So. Ja, die ist auch ein bisschen schmierig und alles. Ich guck mal. Muss ich jetzt mal gucken. Und dann müssen wir uns das mal angucken hier genau. Also dick genug. Ne? Ich glaube, kann man das sehen. So, dick genug ist sie noch. Also da, die trägt aber ungleich. Wenn ich mir das angucke, die trägt nur auf diesem bisschen hier. Dann wird die wahrscheinlich auch krumm sein. Oder eben eingelaufen.
Das werde ich mir jetzt alles mal genau angucken. Und dann muss ich mal schauen, wie das hier alles weitergeht. So, sorry, ich hoffe, ihr werdet nicht geblendet. Aber ich will mal gucken, ob ich das irgendwie für euch sichtbar bekomme. Könnt ihr das sehen? Kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Dass da Licht durchscheint an der einen Stelle. Ja, ist ein bisschen doof jetzt mit den vielen Löchern hier. Ich versuche die mal zuzuhalten. Die Löcher. Und dann sieht man ganz doll, also die ist wirklich verbogen. Und zwar im schlimmsten Fall, ich mach mal, ne, die läuft so. Also die Kanten sind alle hochgebogen. Ja, was ich jetzt mache, ich habe keine Ahnung. So, da ich gestern Abend aufgehört habe, habe ich heute Folgendes gemacht. Ich habe das Ganze erstmal sauber gemacht. Und auch die Druckplatte, gerade werde ich die natürlich nicht kriegen, gar keine Frage. Aber ich habe das jetzt erstmal alles entfettet, sauber gemacht, richtig. Und meine Kupplungsscheibe erstmal wieder angeraut, angeschliffen. Und ich habe festgestellt, dass die Kupplungsscheibe auch sich dementsprechend schon eingearbeitet hat. Also das ist alles gut. Hoffe, dass das Tragbild dann ein bisschen größer wird. Jetzt muss ich das alles irgendwie wieder zusammentüdeln. Tja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die sollte dann aber nicht mehr durchrutschen, glaube ich einfach nicht. Es gibt im Nachbau irgendwie, also im Forum wurden neue gemacht. Ich habe es natürlich wieder verpasst, wie immer. Bin immer da zu spät, wenn sowas gemacht wird. Auf jeden Fall, das sieht gar nicht schlecht aus. Ich bin der Meinung, das reicht. Und jetzt baue ich das Ding wieder zusammen und dann kicken wir mal weiter. Den Kupplungsdruckbolzen hier nehme ich eigentlich zur Hilfe des Ausrichtens das erste Mal. Und beim zweiten Mal stecke ich den natürlich auch gleich wieder in das Vierkant. Weil sonst habe ich ein ewiges Geraffel, bis ich das dann alles passend habe. Und so schiebe ich das dann schön zusammen. Und jetzt machen wir hier die einzelnen Schrauben alle fest. Und dann können wir das Getriebe wieder festmachen. So, das große Thema Ausrichtung. Ich versuche hier gerade so rein zu filmen. Mal auf die andere Seite gehen. Vielleicht sieht man das ein bisschen besser. So, der Zapfen muss natürlich ist das doof. Der Zapfen muss natürlich hier in die Kupplungsscheibe rein. Und deswegen habe ich die Schrauben jetzt auch nicht richtig festgemacht. Jetzt habe ich das ausgerichtet. Jetzt nehme ich den Block wieder weg, schraube alles fest und dann schiebe ich das wieder zusammen. So, Getriebe wieder dran. Wie gesagt, als erstes hier erstmal die Stange rein. Ja, wenn man jetzt das Loch finden würde. So, das hätten wir. So, ganz langsam. Mal gucken. Das ist nämlich immer, der Motorblock ist nämlich ein Müh tiefer wie das Getriebe. Das muss man nämlich immer alles anheben. Und dann etwas zusammenschieben mit Gefühl. Ja toll, jetzt hänge ich mit meinem Mikrofonkabel hier. Oh geil. Arbeitsschutz vom Feinsten. So, und schon geht nämlich nichts mehr. So. Aber irgendwie müsste das ja... Genau. So. Den Rest machen wir jetzt mit den Bolzen. Genau, den Rest machen wir jetzt mit den Bolzen. Und wie gesagt, hier Scheiben. Ja, wenn man drauf geachtet hat, dann sind die Scheiben nämlich noch an Ort und Stelle. Drücke ich jetzt einmal wieder rein und fertig. Ist aber auch ein Gefrickel hier. Junge, 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 Junge. So, und da ist er wieder drin. Alles wieder festgemacht. Tralala.
Habt ihr nicht gesehen. So, der Tank ist auch wieder fest, ne? Die Position wieder. Nein, das ist kein Bild von vorher. Ich habe jetzt wirklich Kupplung ausgebaut und tralala. Genau, so. Und dann wollen wir mal gucken, ob die tuckert. Platz hätte. So. Benzinhorn auf. So. Einmal durchtreten. Oh, das klingt schon ganz anders. Ja. So, und Feuer frei. Gut. Robby fort.